Servus, Hallo. Dagmar. Ähm, Hallo. wir, wir sprechen heute über dein Projekt im Rahmen des LERI-Projekts. Du hast das auch gemeinsam mit der Steffi gemacht. Und vielleicht stellst du dich einmal mal selbst kurz vor und erzählst dann über dein oder euer Projekt. Sehr gerne. Also mein Name ist Dagmar Pistrich und ich unterrichte bildnerische Erziehung, textiles Werken und Französisch an einem bilingualen Gymnasium im 8. Bezirk in Wien. It's a really cool project. It was a lot of fun. It was cultural. It was amazing. It was very interesting. It was fun to hear our friends speak different languages. If you like art and languages and you always wanted to combine them, then this project is certainly for you and your students. I got inspired by Vasily Kandinsky, the founder of abstract art, because Kandinsky had the ability to see colors and patterns and forms while listening to music. And this brought me to the idea that the students could, instead of listening to music, listen to short stories or poems in a language they do not speak. Because I think that every language has its own melody, creates pictures in your mind, or evokes feelings and emotions. And the students should focus on what they hear and on what they feel and make a piece of art themselves. So the main goal of this project is not only helping the students to develop their creativity or to work on their creativity, but also to get more self-esteem for the language they speak or for the languages their family members or friends speak. And so they can also family members and friends can get involved in this project, because the students will be asked to bring a short story or a poem in an audio file, and then the student should choose one of the stories of their classmates, but it would be better if they don't understand the meaning, so that they really can just focus on the sounds and emotions and feelings. And then after creating their pieces of art, it is also important to reflect what they understood or what they thought they understood, and maybe in the end we could also do an art exhibition that the students can also expose their pictures and drawings. Mein Unterrichtsfach bildnerische Erziehung hat mich auch irgendwie dazu gebracht, dass ich eben Sprachen und Kunst ein bisschen verbinden wollte. Und da eben hat mich vor allem Kandinsky inspiriert, weil Kandinsky ist ja ein Wegbereiter der abstrakten Malerei, einer der berühmtesten Künstler des 20. Jahrhunderts. Und er hat sich mit der Synästhesie beschäftigt. Das ist nämlich die Fähigkeit, dass man Reize gleichzeitig wahrnehmen kann und auch koppeln kann. Das heißt, er hat Musik gehört und hat dann gleichzeitig Formen, Farben gesehen und hat das dann auch in seiner Kunst integriert. Und das hat mich eigentlich auf die Idee gebracht, dass man das ja auch mit Sprachen machen kann, vor allem mit Sprachen, die man nicht spricht, vor allem mit den Sprachen unserer Schülerinnen und Schüler. Und ich habe mir dann gedacht, es ist doch spannend, wenn man nicht Musik hört, sondern Geschichten, Erzählungen in verschiedenen Sprachen, und dass man da die Kinder oder die Eltern und Großeltern erzählen lässt und dann Sprache neu erlebt, indem man eben anders hört, indem man schaut, was habe ich für Emotionen, wenn ich diese Sprache höre? Was kommen mir für Formen in den Sinn? Wie klingt die Sprache für mich? Ist es ruhig? Sehe ich spitze Formen oder habe ich denke ich eher an organische Formen? Und so sollen die Kinder eben sich
ganz anders mit Sprachen beschäftigen und dann auch noch kreativ werden können. Und das war eigentlich meine Motivation auch für dieses Projekt. Sehr fein. Die Zusammenarbeit mit Steffi, wie hat die dein Projekt oder euer Projekt noch bereichert oder erweitert? Ja, das war natürlich auch sehr spannend, weil Steffi ja auch Deutsch unterrichtet und da auch so ein bisschen eben auch Input in Richtung Lexik, aber auch, wie kann man das auch auf sprachlicher Ebene bearbeiten und behandeln. Und sie hat da eben auch viel Input gegeben. Ja? Also was kann man im Vorfeld auch für Übungen machen, damit die Kinder dann auch gut vorbereitet sind auf dieses Projekt. Also bei mir war es mehr eben das Kreative, das, was ich auch aus dem Unterricht kenne, das Malen, Gestalten, kreativ sein. Das war toll, unsere Zusammenarbeit, weil sich das, glaube ich, sehr gut ergänzt hat. Ja. Was denkst du, was haben die Schüler da besonders mitgenommen aus diesem Projekt? Sie waren einmal total stolz, dass sie irgendwie ihre Sprache und auch ihre Kultur präsentieren konnten. Also sie hatten eine große Freude und haben auch die Geschichten zu Hause aufgenommen oder jemanden aus der Familie gebeten, haben die Geschichten dann auch auf Padlet geladen. Und dann durften eben die Kinder in der Klasse sich die verschiedenen Geschichten anhören und haben sich dann für eine Geschichte entschieden, die sie eben dann visualisieren. Sprich, sie haben sich die Geschichte angehört, hatten auch Beobachtungsaufgaben. Also ich habe ihnen Fragen vorgegeben, damit sie sich eben ein bisschen auch damit auseinandersetzen. Was haben sie für Gefühle beim Hören? Wie klingt die Sprache? Was kommen für Bilder in ihren Kopf und eben welche Formen passen zu der Sprache? Wie wirkt die Sprache? Und danach haben sie eben dann eben ein kreatives Bild gestaltet. Und das sollte eben eher abstrakt sein, aber eben sie waren auch frei, wenn sie das eher bildlich machen wollten in Form einer Geschichte. Manche haben versucht, irgendwie sich vorzustellen, worum könnte es in der Geschichte gehen und haben dann auch quasi eine Geschichte erfunden und das in einem Bild eben dargestellt. Und andere sind eben sehr abstrakt geblieben und haben so auch ein bisschen nach Vorbild von Kandinsky wirklich mit geometrischen Formen, mit organischen Formen und vielen Farben auch gearbeitet. Also ich verstehe das richtig, dass die Kinder die Geschichten, die ihnen erzählt wurden in verschiedenen Sprachen, sprachlich gar nicht unbedingt verstanden haben. Genau, also es war mir sogar fast lieber, wenn sie es nicht verstehen konnten, weil ich wollte eben, dass sie nicht zu viel nachdenken, dass sie mehr ins Tun kommen, dass das eben nicht, dass das nicht zu verkopft ist, dass sie da auch sich keine Gedanken machen, ob das jetzt richtig oder falsch ist, was sie ausdrücken, was sie darstellen. Weil sonst ist es oft so, dass man eine fixe Idee hat und das ist auch kann auch ein Stress sein oder auch blockierend. Und so war das ein künstlerischer Prozess. Und mir war vor allem der Weg eigentlich wichtiger als das Ziel dann, also oder als das Resultat, das Künstlerische, sondern mehr die Auseinandersetzung, eben dieses in den Fluss kommen, ohne viel zu denken, einfach das Tun und Handeln ohne Bewertung, ohne richtig und falsch, weil bei dieser Aufgabe gibt es kein richtig und falsch. Und das hat mich interessiert und auch war, glaube ich, auch für mich eine Motivation, eben so ein Projekt zu kreieren, wo eben die Schüler wo es eben nicht um richtig und falsch geht. Mhm. Gab es irgendwelche Rückmeldungen, konkrete von Schülern, an die du dich erinnern kannst? Vörösmarty Mihály, Ábránd. Szerelmedért feldúlnám eszemet,
és annak minden gondolatját, s képzelmém édes tartományát. Eltépném lelkemet szerelmedért. Szerelmedért fal lennék bérc fején, felölteném zöld lombozatját. Ihnen hat es Spaß gemacht. Also es war für Sie, glaube ich, spannend, diese Auseinandersetzung, weil das war auch mal was Neues. Und ich glaube, mit etwas Neuem kann man die Kinder auch immer sehr motivieren. Ich hatte den Eindruck, sie waren sehr motiviert. Und wir haben dann auch ein Ratespiel veranstaltet. Also die Kinder haben dann ihre Bilder präsentiert vor der Klasse und die Schulkolleginnen und Kollegen haben dann geraten, um welche Geschichte es sich handelt. Und danach hat auch die Schülerin oder der Schüler, der die Geschichte hochgeladen hat, also der auch die Geschichte verstanden hat, eben erzählt, worum es in dieser Geschichte geht. Und das war, glaube ich, auch spannend für die Kinder, eben anders sich mit Sprache auseinanderzusetzen. Also ich glaube, das hat ein bisschen auch ihren Blick geschärft oder auch ihre Wahrnehmung. Ja, super, danke. Sag, im Leri-Projekt war das für uns ja auch wichtig, diese digitalen Tools zu verwenden. Kannst du da erzählen, hast du da für dich neue Perspektiven entdeckt oder auch neue Tools, die du noch nicht angewendet hast? Hast du was dazugelernt? Wie schaut es da aus? Ja, also ich habe vorher auch schon immer wieder, gerade in der Corona-Zeit, auch viel natürlich mit den digitalen Medien gearbeitet und da auch schon Padlet für mich entdeckt und habe wieder Bestätigung gefunden, dass sich das auch total bewährt im Unterricht, weil es leicht zu bedienen ist und auch irgendwie schülerinnenfreundlich ist. Und das hat total gut funktioniert, eben, dass die Kinder selbstständig ihre Geschichten hochladen. Manche haben dann auch ihre Bilder noch dazu geladen. Und sie haben da wirklich auch sehr selbstständig dadurch arbeiten können und sehr individuell. Und das war für mich auch im Unterricht eine gute Erfahrung. Und für mich persönlich in dem Projekt war es manchmal herausfordernd, aber auch sehr spannend, dass man eben auch viel mit Video arbeitet. Ja? Ich war es jetzt nicht so gewohnt, dass man viele Videodokumentationen macht oder eben Projekte eben wirklich mit Video vorstellt. Das war sonst immer eher schriftlich. Und im Leri-Projekt wurden wir da schon auch eben dazu angehalten, dass wir eben Videos machen. Und ich glaube, es ist auch sehr praktisch, mit Videos zu arbeiten. Und das nehme ich auch mit für mich, auch für meinen Unterricht, dass man das auch mit Schülern mehr einbaut und integriert. Ja, mit welchen Tools hast du da gearbeitet? Vielleicht wäre auch interessant. Gibt es da bestimmte technische Tools oder hast du einfach mit dem Padlet gearbeitet oder wie? Genau, ja, mit Padlet, ja, genau, und eben Smartphone. Ja. Tablet, nicht Padlet, genau. Tablet, ja genau, oder mit Computern und dem Smartphone eigentlich Okay. auch. Ja. Ja, super. Ja, vielen Dank. Also ich freue mich jetzt dann auch noch auf die Hörbeispiele mit Illustration, wenn ich das richtig verstehe. Ja, Genau. das, Ja, genau. das auch Sehr gerne. Ich glaube, die Schüler freuen sich auch und sind da, also ja, also sie waren da sehr begeistert, dass das auch eben gezeigt wird und dass sie das teilen dürfen. Sag mal, vielleicht, was noch interessant wäre, das wären Tipps für andere Lehrer, Lehrerinnen, die das auch machen wollen. Was würdest du denen empfehlen? Wo muss man aufpassen? Mhm. Ja, genau. Also was mir aufgefallen ist, einige Schülerinnen waren sehr realistisch oder haben sehr bildhaft gearbeitet. Und für einige war es schwierig, auch in die Abstraktion zu gehen, also wirklich nur mit Farben und Formen zu arbeiten. Und da habe ich mir überlegt, wäre es das nächste Mal sicher hilfreich, wenn man Vorübungen macht, auch um die Kinder ein bisschen in die Abstraktion zu führen. Man könnte zum Beispiel ein Würfelspiel machen zum Thema Kandinsky. Rolle Kandinsky heißt das findet man auch online.
Und da würfeln die Kinder eben ein Bild. Also sie würfeln die verschiedenen Formen nach Kandinsky. Sie würfeln dann auch, in welchen Farben sie es gestalten sollen. Also es wäre einfach einmal als Übung gedacht, als Vorübung, damit sie sehen, okay, man muss nicht immer alles klar erkennen können. Man kann auch etwas nur mit organischen und geometrischen Formen ausdrücken. Und auch die Werkbetrachtung ist, glaube ich, sehr wichtig, also dass die Kinder auch einmal Bilder von Kandinsky sich genau anschauen, klare Beobachtungsaufgaben bekommen. Also was sieht man für Formen, was wollte der Künstler vielleicht damit ausdrücken, welche Wirkung haben die Farben, was empfindest du, wenn du das Bild siehst? Und dass sie dann auch quasi ein bisschen in Richtung Kandinsky gehen, indem sie dann eine Musik suchen, die für sie zu dem Bild passt und dann das Bild auch mit unterschiedlicher Musik betrachten und dann beobachten, verändert sich meine Wahrnehmung, wenn ich jetzt ein rockiges Lied höre oder wenn ich ein klassisches Lied höre, wie nehme ich das Bild wahr, verändert sich etwas, was verändert sich, dass sie einfach so einmal auch üben, dieses Schauen und dieses Beschreiben. Und auch eine gute Vorübung, die von Steffi kam, ist, dass man mit Idiomen arbeitet, also dass man sich ein bisschen beschäftigt, was für Farben sind mit welchen Emotionen verbunden, zum Beispiel grün vor Neid oder im Englischen I'm feeling blue. Und da kann man ja dann auch vergleichen, gibt es da Unterschiede in verschiedenen Kulturen. Vielleicht ist es in anderen Sprachen, hat die Farbe Rot eine ganz andere Bedeutung oder auch die Farbe Grün und so weiter. Genau. Und man könnte auch, um den Schülerinnen und Schülern zu helfen, dann bei der praktischen Arbeit, also wenn sie dann ihr eigenes Bild gestalten, dass man ihnen auch klare Formen vorgibt, die sie dann auch einsetzen können. Also man gibt dann Blätter vor oder Dreiecke oder Vierecke, die sie auch eben ausschneiden können oder auswählen können und mit Hilfe von Collage eben dann ein Bild gestalten. Das wäre auch eine Möglichkeit. Super, sehr fein, interessant, danke. Bob.